Also man hat das Gefühl, man ist in so einer großen Familie, man ist so familiär und ich glaube, jeder sieht jeden als sein eigenes Kind. Man ist so, also es wird so viel Herzlichkeit gezeigt bei jedem Treffen, bei jedem Feierlichkeiten. Und ich glaube, das ist das Besondere auch an sich an der eritrischen Kultur, diese Herzlichkeit einfach und dass man auch diese Großzügigkeit, man gibt so viel auch für die anderen. Also es ist schön, einfach dieses Zusammenhalt, das spürt man einfach sehr. أنا محاري شمي إيش بين محاري تسفلدت محاور سب إيرترا منهايم كابينة. Ich heiße Elsa Tuko, Anne Awal, Mahberasab, Mannheim Kababiyun hier. Ich heiße Luna Habte Gebrai, Anne Luna Habte Gebrai Ibahal, Anne ab Mannheim Yenebiralocho. Ja, los! Der Verein ist so wichtig für mich und wichtig für meine Generation auch, ist die Kultur. Wie kann man leben in Deutschland integriert in Mannheim? Der eritreische Verein in Mannheim ist es gegründet worden, damit wir auch gegeneinander auch helfen können. Wenn du irgendwo als Fremde da reinkommst, verlierst du deine Kultur, deine Sprache, Tradition, ja, wie Kultur. Und du bist dann fast niemand nach mehreren Jahren. Keine Kultur, keine Sprache, keine Identität allgemein. Wir sind ein deutscher Eritreer. Wir müssen der eritreische Verein auch beide Seiten für die deutsche Kultur und die eritreische Kultur, die Jugendlichen in Deutschland. Es ist wichtig für mich, für meine Generation auch, für meine Kinder und für die Kultur, auch meine Kultur, auch für die nächste Generation mich so weitermachen. Ich bin durch meine Eltern sozusagen im Verein drin. Als Kinder wurden wir da halt bei den Feierlichkeiten mitgenommen. Wir sind zur eritrischen Sprachschule gebracht worden und auch zum eritrischen Fußball. Wir wurden da einfach halt mit involviert. Von den Eltern war dann halt wichtig auch, dass du die eritrische Kultur annimmst. Aber ja, und andererseits musst du dich aber an die deutsche Kultur auch irgendwie anpassen, ne? Und das sind ja ganz verschiedene unterschiedliche Werte. Ich selbst habe mich immer mehr so als Deutsche wahrgenommen. Man will ja auch irgendwie sich eher anpassen, anstatt nochmal sich zu differenzieren. Und daher hab ich mich immer eher so gesehen, ja, ich bin doch aber Deutsch, ich spreche doch Deutsch die ganze Zeit. Und irgendwann lernst du halt einfach die, sagen wir mal, besten Werte aus jeder Kultur anzunehmen und die nochmal für dich neu abzuwiegen. So, was ist für dich denn gut oder wie siehst du dich da selber in jeder Kultur drin? Und dadurch, dass man Teil dieser Gemeinschaft ist und man dieser Kultur so nahegebracht wird, erkennt man auch ja so diese eritreische Seite in einem oder die Verbundenheit. Stärkt, glaube ich, auch ein, man zeigt so, man ist hier nicht allein, man hat hier eine ganze Gemeinschaft, die einen unterstützt. Besonders gefällt mir auch, wir haben so eine Aktivität oder eine wichtige Sache, wenn alle Mitglieder aber zusammensitzen und über die Probleme auch zusammensitzen und so die Probleme lösen. Ohne diesen Verein wären wir schon längst alle verloren. Ja, wirklich, weil wir sind immer zusammen sozusagen, jedes Wochenende. Wenn was zu feiern, sind wir zusammen. Wenn Trauer ist, jemand stirbt, sind wir auch alle da, bis derjenige, der gestorben ist, in Eritrea auch beerdigt wird. Mehr zusammenhalten geht's ja nicht, oder? Schon seit 80er Jahren sind wir hier zusammen. Dann ist es irgendwann mal auch diese Flüchtlinge-Verein gegründet worden, 87. Das ist jetzt 33 Jahre. Als erstes war die eritreische Flüchtlinge in Mannheim und Ingolstadt. Ab 2001 der eritreische Verein in Mannheim und Ingolstadt. Früher war es nicht ein Land, als Kolonie bei Äthiopien war früher. Wir haben so jetzt bis 200 Mitglieder. Für jede eritreische kann es helfen, die Verein. Deswegen also auch so, wir haben so viele Aktivitäten auch. Nur, die Aktivitäten sind nicht nur für die Mitglieder, für alle Eritreer und wir andere Leute auch, wenn die es wollen, ja, ist es offen für alle.
Wenn man jetzt so an den Kulturverein denkt, dann denkt man, ja, die machen jetzt hier ihren Volkstanz und Volksmusik und so. Und dadurch, dass wir aber uns in ganz vielen verschiedenen Projekten und mit ganz vielen verschiedenen Organisationen auch zusammenarbeiten und uns aktiv engagieren in der Stadt Mannheim, in der Gesellschaft, repräsentieren wir uns auch nochmal in einem anderen Licht. Haben wir auch Muttersprachschule. Das ist schon seit 80er Jahren auch. Und die Kinder sind über 50, fast 70, glaube ich. Und jeden Samstag werden die ab 9 Uhr bis 11:30 Uhr lernen ihre Sprache. Und sonntags, die gehen auch Fußball spielen und Aktivitäten halt, Sportaktivitäten. Wo ich als erstes so mitgemacht habe, war, glaube ich, die eritreische Schule, die jeden Samstag stattgefunden hat. Da war ich bestimmt mindestens 10 Jahre. Ja, ich kann leider trotzdem nicht gut die Sprache sprechen, aber ich kann dadurch zum Lesen, also Tigrinya lesen und verstehe es auch einigermaßen. Wir machen ja auch einmal monatlich Frauentreff. Jeder kocht und das ist auch so wie Spende, kriegt man auch kein Geld dafür. Jeden Monat einmal essen wir dann zusammen, Abendessen. Und das Geld, was da reinkommt, weil das auch weiterhin verkauft wird, diese Essen, was wir gekocht haben, dann können wir mit dem Geld auch entweder spenden nach Eritrea oder Kinder, die verreisen ja auch einmal im Jahr zusammen, die machen Ausflug in Odenwald und so. Irgendwann hatten wir dann auch die Tanzgruppe Hadenet, wo wir dann halt auch dann selbstständig unseren Volkstanz vorgeführt haben bei eritreischen Feierlichkeiten, aber auch bei anderen Feierlichkeiten wie die Afrikatage zum Beispiel. Bei Afrikantag, wir haben so Kindertanzen und Kaffeezeremonie auch, als Kaffeezeremonie und Modelshow, eine Show von die Modelshow von der Afrikantag und traditionell Tanzen auch auf Tigrinya, unsere Kultur auch. Der eritreische Verein ist ja auch außerhalb sehr aktiv. Wir sind ja nicht nur so ein Verein, der jetzt untereinander halt die Kultur versucht da zu bewahren. Wir machen ja auch viel außerhalb. Also wir machen nicht nur was für uns, wir geben auch der Gesellschaft was zurück, bilden uns ja auch dadurch auch weiter und kooperieren mit anderen Vereinen. Wir haben so viele Aktivitäten in Mannheim. Zum Beispiel, wir haben so jedes Jahr bei Buslein Stadt raus, wir haben Teilnehmer. Und bei der Technikmuseum auch, wir sind jedes Jahr international Frühstück auch in der Stadt Mannheim machen so. Jedes Jahr können wir machen so. Und mit einer Weltforum sowieso. Und mit Radioforum der Funk auch. Wir sind Mitglieder. Wir haben so einmal in Woche wir haben so im Radioaktivitäten so in Mannheim. Wir sind ja auch jetzt auch hier mit dem Interkulturellen Haus Mannheim sind wir auch ganz aktiv und beteiligen uns bei den ganzen verschiedenen Projekten. Und wir sind Mitbegründer und wir wollen auch andere Kulturen begegnen, zusammenarbeiten, weil für Stadt Mannheim als einzelne Organisation kannst du ja nicht viel erreichen, aber wenn du zusammen bist, dann erreicht man viel. Und wir verbringen hier Feste zusammen. Wir tauschen auch unsere Erfahrungen. Da sind wir auch bei diesen Migrationssitzungen. Meistens, wenn was ist, dass die Leute auch ihre Rechte und Pflichten kennen. Zum Beispiel bei Wahlen, wenn die Stadtangehörigkeit haben, dass die unbedingt wählen gehen sollen, zusammen was zu schaffen und für die nächste Generation auch weiterzugeben. Was Wichtigeres gibt es nicht. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin so machen, bis die letzte Generation das alles auch weiterführt. Ja. Bitte, bitte. Ja. Okay, danke. سنيتنا يهون يتم كرت تورم زقا